Herzlich willkommen zu meinem Tech Talk. Heute gucken wir uns mal spezifischer rein, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen ergeben sich durch die Digitalisierung für das Engineering. Und das ist eigentlich mein Lieblingsthema. Die meisten, die den Tech Talk schon verfolgt haben, wissen, dass wir hier viel über KI, über Digitalisierung sprechen, aber auch immer mal wieder über das Thema Engineering und wie wir eigentlich beim Engineering besser werden können, dass wir auch in Europa, in Deutschland führend in dem Themenfeld bleiben. Und da habe ich den passenden Gesprächspartner heute eingeladen, Fabian Wirwig. Er leitet bei uns die Gruppe für System Lifecycle Management und kennt sich eigentlich mit allen Herausforderungen, aber vor allem mit den Potenzialen aus und hat natürlich die eine oder andere Lösung auch im Gepäck, hoffe ich doch zumindest. Und deswegen herzlich willkommen, Fabian. Hi, Roman. Hi. Ja, schön, dass wir uns heute mal hier so vor Publikum auch unterhalten können. Wir unterhalten uns ja auch so öfters über die Themen, die uns beschäftigen in unserer täglichen Forschungsarbeit. Vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Vielleicht sagst du mal 2, 3 Sätze zu dir, zu deinem Hintergrund und warum dich das Thema Digitalisierung und Engineering eigentlich so fesselt und warum das dir auch so viel Spaß macht. Ja, das hat extrem früh schon angefangen. Also technischer Hintergrund, ich habe mal ganz am Anfang von meiner Ausbildung gemacht zum Mechatroniker, bin dann aber zum Maschinenbaustudium nach Aachen gekommen. Bin dann sehr früh mit dem Thema MBSE, aber auch Systems Engineering in Berührung gekommen und da fing das Ganze halt an mit modellbasiert und was ist das eigentlich und gibt es da nicht eigentlich noch mehr? Ja? Also wenn wir über Engineering oder über Digitalisierung da vor allem sprechen, da geht es ja nicht nur um MBSE, das ist ja nur ein Puzzleteil davon. Und dann guckt man mal über den Tellerrand hier raus und von Hölzchen auf Stöckchen bin ich hier gekommen und war natürlich die perfekte Gelegenheit, da mal den ganzen Blumenstrauß dem anzugucken. Ja, da sind wir natürlich sehr froh. Wir werden auch über MBSE, also Model-Based Systems Engineering, gleich sprechen. Ja. Aber du sagst ja schon, das ist im Prinzip fast schon das Ende der Reise und nicht der Anfang der Reise, wenn wir über die aktuellen Themen sprechen. Und vielleicht fangen wir an mit den Herausforderungen. Das ist, glaube ich, das, was die meisten eigentlich zuerst merken, an welchen Stellen es eigentlich nicht mehr funktioniert. Und vielleicht kannst du einmal einen Überblick geben, aus deiner Sicht, was sind eigentlich so die wesentlichen Herausforderungen, wenn wir über das Engineering aktuell sprechen? Vor was stehen die Unternehmen und wo siehst du auch in deiner täglichen Arbeit, gibt es Schwierigkeiten oder woran arbeitet ihr da auch? Ja, ich glaube, das fängt schon beim Alltäglichen an, was man auch in den Nachrichten merkt, irgendwie die deutschen Unternehmen, die müssen irgendwie was tun und irgendwie man ist nicht mehr unbedingt überall an der Spitze und das merkt man halt. Man versucht auch viel zu tun, aber es ist viel Insellösung. Also man hat für einzelne Probleme, hat man schon Lösungen, aber die stehen für sich und die sind auch bei einzelnen Personen. Und reden wir ganz viel davon, dass die Datenflüsse nicht da sind zwischen diesen Insellösungen, zwischen diesen einzelnen Tools, die schon eingeführt worden sind. Und es gibt halt einzelne gute Prozesse und gute Initiativen, das irgendwie voranzubringen. Aber wie ich schon gesagt habe, die stehen für sich und irgendwie so der große ganze Umbruch und irgendwie die Verknüpfung davon, das ist im Moment extrem schwierig. Wir haben extrem viele gute Kontakte und extrem viele gute Leute, die sich damit beschäftigen. Aber einer alleine kann es halt nicht retten. Und irgendwie versuchen wir bei sehr vielen Unternehmen gerade das zusammenzubringen, mal zu gucken, wie können wir die Leute dann mit den einzelnen Initiativen zusammenbringen, um da mal so ein durchgängiges Engineering, wie man ja immer schön auch sagt, mal hinzukriegen. Ne? Ja, meine Erfahrung ist ja immer, es gibt die Teile im Unternehmen oder ich sage mal auch die Community, die sich mit den IT-Systemen, also den Engineering-IT-Systemen, sei es ein PDM, PLM-System, CAD-System, also die verschiedenen Arten von Systemen, die man braucht, um ein komplexes System zu entwickeln. Das sind auch Software-Tools natürlich im Wesentlichen. Das ist so eine Community für sich, die auch eine eigene Sprache hat. Ja. So, die entwickelt ja nicht, sondern die entwickelt diese Systeme, mit denen man dann entwickeln sollte. Und dann gibt's natürlich die Community, sag ich mal, der Entwicklerinnen und Entwickler, die das nutzen sollen. Und das hat für mich als Student schon lange gebraucht, dass das 2 verschiedene Welten sind. Ne? Und auch dann später habe ich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, wie findet man zusammen. Ich war ja mehr in der Entwickler-Community und habe dann immer gefragt, mein Gott, die erzählen nicht irgendwas über IT-Systeme und Inkonsistenzen und PLM-Programmen. Und ganz ehrlich, gefühlt, finde ich, reden wir immer noch darüber heute. Und das ist doch eins deiner wesentlichen Tätigkeiten, diese Sachen, dass sie passen, dass das zusammengeführt wird und dass man dann nicht, ich sage jetzt mal, im abstrakten Raum der IT-Systeme diskutiert, aber natürlich auch nicht mit den Tools von gestern arbeitet, weil das ist, glaube ich, das, was nicht mehr funktioniert. Ja. Ne? Und als ich studierte, ich habe Mechatronik studiert, du hast eine Ausbildung als Mechatroniker, das eint uns ja schon mal. Da haben wir ja mit der Muttermilch schon aufgezogen,
es sind verschiedene Disziplinen. Es sind verschiedene Bereiche, die wiederum verschiedene Tools haben und das muss erstmal zusammenpassen und das ist jetzt auch ein Problem, was nicht, also würde ich jetzt sagen, nicht leichter wird aktuell, oder? Wie schätzt du das ein? Nein, überhaupt nicht. Und du sprichst ja was komplett Zentrales an. Ja, es ist schon schwierig geworden, als nicht mehr alles nur mechanisch war und elektronisch dazu kam. Dann kam die Software in den Produkten dazu und jetzt, ne, da hast du gerade schon irgendwie angeteasert, jetzt müssen die Entwickler mit der IT zusammen sprechen. Die sprechen überhaupt nicht die gleiche Sprache. Irgendwie reden die aneinander vorbei, brauchen sich aber zwingend, um die Tools überhaupt anwenden zu können und dann überhaupt auch zu sagen, ey, das brauchen wir und so wenden wir es an und vielleicht brauchen wir etwas auch bewusst nicht. Das ist ja auch wichtig und eine gute Erkenntnis. Und ja, das ist nach wie vor eine Herausforderung und man ist manchmal so ein bisschen als Mediator dazwischen, um so diese Übersetzungsleistung überhaupt hinzukriegen. Okay. Und das ist extrem spannend, aber auch teilweise extrem herausfordernd. Ja, finde ich aber auch total cool, dass ihr das so macht, weil ich glaube, dass da schon der Bedarf dafür da ist, dass man dann da diese Übersetzungsleistung macht. Wir neigen ja auch dazu, ich ja im Besonderen, dann wieder die nächste Vision hervorzuwerfen. Da werden wir heute auch noch drüber sprechen. Ich glaube, es ist schon wichtig zu überlegen, wo sich die Engineering-IT-Welt eigentlich hinbewegt, gerade durch KI jetzt aktuell. Aber eigentlich ist viel nicht geholfen, wenn ich mit den meisten Unternehmern, gerade wenn es ein KMU oder Mittelständler, dann reden die über Stammdaten und nicht darüber, dass wir jetzt hier mit irgendeinem Sprachmodell noch mit anbinden und sowas. Die scheitern, also scheitern ist jetzt übertrieben, aber die tun sich schon schwer mit komplexen PLM oder Lösungen und auch mit komplexen CAD-Lösungen. Ja. Also die sind ja auch alle Systeme sind erstmal komplexer geworden und da glaube ich, müssen wir die Dinge wieder ein bisschen mehr zusammenbekommen, weil die Systeme sollen ja genutzt werden und nicht nur theoretisch auf einem Blatt Papier was können und dann nicht eine Umsetzung. Das sind aber auch alles gute Tools, aber es ist halt tatsächlich ein Problem. Ne? Was würdest du momentan sagen, sind so Potenziale, die man eigentlich jetzt, warum schaffen wir es jetzt, das, was wir vielleicht vor 10 Jahren, ich meine, irgendwann gab es auch mal einen Gruppenleiter vor 10 Jahren oder einen Teamleiter in irgendwelchen Instituten in den Bereichen. Warum glaubst du, bist du jetzt auf einem guten Weg? Was macht dich da so optimistisch? Ich glaube, was halt, du hast es eben schon angesprochen, was extrem dabei hilft, ist KI. Ja, auch da ist gerade ja schon das Wort gefallen, Master Data Management. Es ist alles Expertentools und es ist gut, wenn man sich damit auskennt. Aber jetzt das für die breite Masse mal wirklich auszurollen und nicht nur für einzelne Experten nutzbar hinzukriegen, da hilft uns KI halt jetzt mittlerweile. Wir haben schon viele Demonstratoren hier am Institut auch schon auf die Beine gestellt und auch schon ans Laufen gekriegt, wo wir gesehen haben, KI macht das viel einfacher. Ja, ich muss jetzt nicht irgendwie erst 10 Jahre mit einem PLM-Tool gearbeitet haben oder mit einem MBSE-Tool. Das kriege ich mittlerweile auch deutlich einfacher, deutlich schneller hin. Und da kriege ich ja den Wissenstransfer auch deutlich besser hin. Und auch das Wissensmanagement in dem Unternehmen. Also da, wo ich vielleicht erstmal 30 Jahre Berufserfahrung brauche, um das Ganze überhaupt erstmal da reingießen zu können, das brauche ich mittlerweile nicht mehr so lange. Also klar brauchen wir nach wie vor noch Experten. Aber KI hilft uns da halt, das zu beschleunigen und das zu vereinfachen. Und auch die Tools miteinander zu verknüpfen, hilft uns KI auch, um zum Beispiel auch Gleichheiten, Analogien oder auch vor allem Synergien und Verlinkungen halt schneller zu erkennen. Ja, mir fallen so 2 Sachen ein, die ich bei uns natürlich auch gut kenne, aber du kennst vielleicht noch ein paar andere Sachen, die du mit reinbringen kannst. Aber wenn ich dran denke, weil ich zum ersten Mal ein PLM-System, ich will gar nicht sagen, welches es war, genutzt habe. Also da war ich Student bei einem großen Automobilzulieferer und habe erstmal nicht verstanden, was das überhaupt soll. Ne? Weil ich habe CAD, okay, ja, ich habe damit auch gearbeitet und dann fing an, du kannst das aus dem PLM dann rausladen. Das hat auch Ewigkeiten gefühlt immer gedauert und ich habe einfach die Sinnhaftigkeit nicht, weil ich war ja schon überfordert, so gefühlt mit SAP und dann habe ich nicht verstanden, da kriege ich dann eine Nummer raus und aus dem anderen kriege ich dann das auch eine Nummer, aber das ist dann wieder was anderes und andere Informationen. Und alleine war das nicht so zugänglich. Und dann hat ein Kollege hier eine Lösung gemacht für ein PLM-System mit so einer einfachen natürlichen Sprachabfrage, um einfach Dinge zu finden. Oder in einem anderen Projekt zusammen mit einem Landmaschinenhersteller haben wir ja so eine Ähnlichkeitsanalyse gemacht. Also dass ich suchen kann, hat vielleicht schon irgendeiner der anderen Entwicklerinnen und Entwickler in meinem großen Unternehmen vielleicht an einem anderen Standort etwas Ähnliches konstruiert und es liegt irgendwie schon ab, aber ich finde es halt einfach nicht. Ne? Und das zeigt ja, beides sind Lösungen, die wir da mit KI viel leichter gemacht haben, dass es viel natürlicher ist. Und mein Credo ist immer was mich schon als Student abgeschreckt hat, wenn die Hauptaufgabe daran liegt, diese Engineering-Systeme zu lernen und nicht mehr zu ingenieren, dann haben wir doch was falsch gemacht. Also das darf es ja eigentlich nicht sein. Und ich glaube schon, dass KI dann ein großes Potenzial hegt, da reinzukommen, einfacher in der Interaktion. Ne? Wir habt ja, glaube ich, auch so Lösungen für MBSE, also für MBSE-Tools,
Vielleicht kannst du da nochmal 1, 2 Beispiele auch mal sagen, was ihr da bisher gemacht habt. Ja, also erstmal kann ich das total teilen. Als ich im Studium mit dem MBSE-Modeler zu tun hatte, bin schon dann gescheitert, eine einfache A+B-Operation da reinzukriegen. Aber du hast es schon angesprochen, wir haben zum Beispiel ein Tool entwickelt, wo wir Systemarchitekturen mit einem einfachen Prompt, mit einem einfachen natürliche Spracheeingabe einfach rauskriegen. Und da kann ich mir extrem viel Modellierungsarbeit und extrem viel Wissen über die Syntax, über die Semantik dieser Tools einfach sparen. Natürlich ist das wichtig, dass man die Hintergründe noch erkennt. Aber wenn ich auf Knopfdruck schon mal so einen 50, 60, 70% Stand habe und einfach diese lästigen Aufgaben schon mal reduziere, habe ich ja schon extrem viel gewonnen. Und dadurch kann ich mich dann wieder viel mehr auf das Wichtige konzentrieren, auf die innovative Arbeit, auf das Neue und nicht das, was eigentlich, ich meine, Produkte sind ja nicht immer komplett neu, ist ja keine 100%ige Neuentwicklung. Und das alles, was ich übernehme, wenn ich das schon mal habe, dann kann ich mich auf die fehlenden 20, 30% ja viel mehr konzentrieren und dann macht die Arbeit vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Ja, absolut. Und gerade jetzt an so MBSE-Tools, also man kann praktisch kommunizieren mit dem Modell und das dann praktisch verändern. Und ich kenne auch die ganzen Anfänge, da waren diese Tools auch wirklich super, super unfreundlich in der Bedienung, sind sie immer noch an vielen Stellen, finde ich, immer noch sehr viel Luft nach oben. Deswegen sehe ich dieses Potenzial. Aber dann war es wirklich so, dass es zum Teil Stunden gedauert hat, bis man ein Modell überhaupt gezeichnet hat, ich sage jetzt mal wirklich gezeichnet hat, obwohl man das Modell im Kopf hatte oder wusste, was man will. Ne? Und dann hat dann zum Teil, ich kenne das noch Kollegen, also vor 10 Jahren, 12 Jahren war das zum Teil so, da haben die Kollegen das dann auch mit Hand gezeichnet und haben es den studentischen Hilfskräften gegeben. Und die mussten sich dann da reinfuchsen, oder wurde das in Visio oder irgendwas wirklich stumpf nachgezeichnet, nur damit man es dann digitalisiert hätte oder aus Workshops heraus. Und das ist etwas, was wir halt massiv jetzt uns sparen können und dadurch tatsächlich, du sagst es ja richtig, dann in die Entwicklungsarbeit da reinsetzen können. Und das ist jetzt nicht nur bei MBSE so, das zieht sich ja durch alle möglichen Werkzeuge im Engineering durch, dass wir einfach diese Potenziale da heben können. Und das finde ich einfach unglaublich spannend. Es gibt auch unglaublich viele Potenziale. Jetzt ist das die Bedienungsseite, die wird einfacher. Das ist ja erstmal, die meisten Leute sagen, durch KI wird es komplexer, aber tatsächlich wird es natürlicher in der Interaktion. Und da sind wir wahrscheinlich auch noch am Anfang der Reise. Aber welche anderen Potenziale siehst du noch durch KI? Also welche anderen Möglichkeiten würdest du momentan sehen, die das Digital Engineering gerade voranbringen? Es ist extrem, extrem vielfältig. Ne? Einerseits ist es irgendwie die Bedienung, andererseits ist es zum Beispiel auch dieses Wissensmanagement im Hintergrund, einfach Sachen miteinander verknüpfen, verfügbar machen, dass wir vielleicht aber auch Sachen prüfen können. Jetzt geht es da vor allem in Richtung Anforderungsmanagement zum Beispiel, wenn ich Gespräche führe mit den Unternehmen, wie lange es alleine dauert, Anforderungen zu reviewen. Da sitzen die teilweise tagelang dran. Und wenn ich da einfach mal eine KI drüber laufen lassen kann und die mir sagt, da ist nicht ganz korrekt, da ist es nicht konform mit der und der Norm und so weiter, dann hilft mir das ja auch extrem. Und das heißt, da auch wieder viel Arbeitserleichterung, aber zum Teil gibt es auch wieder andere Lösungen, die mir schon Lösungen vorschlagen, so die erste Inspiration geben, um dann auch wieder diese erste Schritte mir wieder vereinfachen und dann wieder mehr Zeit geben für das Vorschläge von Sachen, es ist ja wirklich so, viele Sachen sind ja eigentlich schon da, man findet sie bloß nicht. Genau. Oder hat sie nicht gleich abgeprüft, ob sie konform sind zu meinen Anforderungen. Das kann man per Knopfdruck machen, da habe ich auch schon ein paar Sachen bei euch auch gesehen. Und was ich auch super spannend finde eigentlich in dem ganzen Zuge ist wirklich zu belegen, kann das ganze Engineering durch KI eigentlich so entlastet werden, dass ich diese mühseligen Aufgaben, also jetzt nicht nur in der Bedienung, sondern jetzt wirklich in dem tatsächlichen Doing. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Im Systems Engineering, Requirements Engineering geht es ja viel darum, Traces zu ziehen, also Dinge in Beziehung zu setzen, dass wenn ich ein modernes Auto hat tausende von Elementen, wenn ich etwas ändere oder etwas anpassen muss, aus welchen Gründen auch immer, und das später einen Verlauf macht, dann muss ich wissen, worauf hat das dann Impact. Oder wo sind Abhängigkeiten? Und dafür muss ich diese Traces ziehen. So, Sklavenarbeit in Anführungszeichen. Ne? Also, weil das macht halt keiner gerne und deswegen wird's auch nur stiefmütterlich gemacht. Das ist ja Fakt. Deswegen passieren ja auch zum Teil Dinge, dass Autos dann in der Testphase auf der Autobahn auf einmal der Kofferraum aufgeht. Weil da war irgendeine Beziehung da drin, die einfach nicht sauber spezifiziert wurde und es wurde nicht nachgezogen. Und das lässt sich doch aus meiner Sicht da umgehen. Ich gehe ja zum Teil schon so weit, dass ich sage, ein gutes Engineering kann nur durch KI erfolgen, weil wir so viele Beziehungen haben, dass das fahrlässig wäre, den Menschen, also ein Mensch kann das nicht überblicken. Ja. Und auch nicht eine Armada von Menschen, weil dann hast du wieder erhöhte Abstimmungsaufwände. Also das funktioniert auch nicht, haben wir ja auch versucht und auch gesehen. Also du kannst natürlich mit mehr, ich sage jetzt mal, mit mehr Manpower
mehr schaffen, aber du schaffst auch wieder Komplexität automatisch rein. Und deswegen bin ich ja mittlerweile wirklich schon so weit, dass ich sage, ohne KI im Engineering wirst du eigentlich komplexe Systeme wahrscheinlich nicht mehr entwickeln können. Nee, total. Also wie viele Anforderungen sprechen wir zum Beispiel bei so einem Auto? Das sind ja Zehntausende, wenn vielleicht sogar über Hunderttausende. Also es ist ja, wer soll das noch überblicken? Also ein Einzelner, keine Chance. Und von daher, ja, deswegen sitzen wir auch beide hier. Bin ich auch der Meinung, das geht gar nicht mehr anders. Ja, ich habe Kollegen hier am Institut, die im System sind, die erste Frage, die ich das gesagt habe, was machen wir dann noch? Was machen wir dann noch? Wir sind doch Systems Engineering. Ich sagte, ja gut, jeder wandelt sich, warum nicht unserer? Ne? Ja. Also das muss man ja auch so sehen. Und wir haben ja auch viel Schulung gemacht. Und ganz ehrlich, wir werden nicht alle Ingenieure der Welt schulen können zu guten Systems Engineering. Also ist das eigentlich schon ein cleverer Weg zu sagen, wir nutzen da die KI. Ein bisschen weiter geguckt. Bleiben wir bei dem Thema KI, weil ich das sehr spannend finde und hier auch im Tech Talk immer wieder das Thema ja sehr auf Interesse stößt. Wenn wir jetzt noch weiter gucken, jetzt sagen wir mal hier, wir nutzen KI und haben so kleine Entwicklerinnen, Entwickler, also die praktisch Aufgaben übernehmen, die wir bisher übernommen haben. Man kann das immer weiterdenken. Also, dass man ja ganze Teams hat oder Agentensysteme, davon spricht man ja heute mittlerweile sehr stark darüber, die dann praktisch Aufgaben übernehmen. Wie sehr seht ihr, ist das tatsächlich schon so ein Thema bei euch? Multi-Agentensysteme für Engineering-Aufgaben? Gibt's auf jeden Fall schon erste Lösungen und extrem spannend überhaupt, wie die miteinander umgehen auch, wie man die dann trainieren kann und dann wie die auch zusammenarbeiten und auch beobachtet, wie die sich gegenseitig dann also richtigen Lösungen in Anführungszeichen, das weiß man ja vorher nicht, was rauskommt, aber zumindest immer weiter näher spezifiziert, wie es dann weitergeht. Und gibt's auf jeden Fall einige Kollegen, die das schon auch in kürzester Zeit, muss man wirklich sagen, innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen da eine sehr gute Lösung schon rausgekriegt haben, die im Prinzip, die wir so den Unternehmen, den Entwicklern geben könnten, zur Unterstützung. Und von daher, wenn man den KIs verschiedene Rollen gibt, so wie es auch in der Realität ist, funktioniert das im Prinzip so, wie es heutzutage auch in den Unternehmen funktioniert. Ja, wenn man ein bisschen mehr über die technischen Hintergründe oder so, dann kann man, glaube ich, hier an der Stelle auf die Inside AI-Folge oder Serie von Tommy verweisen, der ja sehr viel, auch MCP zum Beispiel, erklärt, warum das so gut funktioniert, auch Engineering-Tools miteinander zu koppeln mittlerweile. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen. Ich glaube, spannender ist noch, hast du eine Vision, wo das Ganze eigentlich mal hingeht? Also wo sieht eigentlich die Zukunft des Digital Engineering aus durch KI? Was schwebt dir im Kopf? Da gibt's bei uns am Institut gefühlt, hat jeder eine andere Vision. Das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch gut so, weil man es nicht weiß, aber ich finde das eigentlich spannend, da im Austausch zu sein, weil irgendwo müssen wir uns das schon auf den Weg machen, weil das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Du hast es, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt, dieser Begriff Vibe Engineering, Vibe Coding, also Maschinen entwickeln Maschinen. Ich glaube, da wird es zu einem gewissen Grad hingehen, aber ich bin der Meinung, es geht halt nicht ohne den Menschen. Ja, also es muss irgendwie eine Kollaboration zwischen der KI und dem Menschen sein. Vielleicht ist es so, vielleicht macht die KI die ersten 50-60% und die innovative Arbeit, die kreative Arbeit bleibt beim Menschen. Könnte ich mir vorstellen, kann aber auch ganz anders aussehen. Aber so oder so werden wir die Entwickler nicht abschaffen, das auf gar keinen Fall, sondern es geht eher darum, wie kriegen wir die beide näher zusammen, wie unterstützen die sich beide und wie kriegen wir dann das Beste aus beiden Welten irgendwie raus. Jetzt arbeitest du ja sehr viel auch mit Tool-Vendoren zusammen, also den Anbietern. Ne? Wenn man die Brücke bauen will, muss man mit beiden Seiten gut zusammenarbeiten, nicht nur die Entwicklerinnen und Entwickler täglichen unterstützen, sondern tatsächlich, ich sag jetzt mal, großvolumig ansetzen. Das kann man bei den Systemen. Wie sieht so die Zusammenarbeit mit IT-Vendoren bei euch denn typischerweise aus? Die sind immer sehr froh, mit uns zusammenzuarbeiten und es macht beiden Seiten extrem viel Spaß und wir profitieren gegenseitig voneinander. Einerseits haben wir die Experten, die Tools entwickeln und auch vermarkten und auch ihre eigenen Erfahrungen in der Industrie mit den Anwendungsunternehmen haben. Und andererseits gibt es dann uns oder auch unsere Kollegen, die Visionen haben, die einfach Ideen haben. Wieso können wir das Modul nicht einfach so verändern? Wieso können wir eine neue Funktionalität da nicht mit reinbringen, um einfach etwas auszuprobieren? Forschung halt, ne? Anwendungsorientierte Forschung. Und dann probieren wir das aus, können das direkt mit unseren Kontakten oder mit den Kontakten der Softwareanbietern mal testen, deren Feedback einsammeln und Schritt für Schritt wird daraus dann ein marktfähiges Produkt. Und das ist eine Möglichkeit der Zusammenarbeit. Andererseits geht es dann aber auch darum, okay, die Tool-Vendoren haben ihre Tools,
sind jetzt gar nicht unbedingt in der Tiefe drin, was jetzt das Produkt angeht, was die Prozesse, Methoden, Organisationsstruktur angeht, sondern das ist dann eher unsere Rolle wieder. Wir gucken uns Prozesse und Methoden an und wie kriegen wir jetzt eigentlich das Tool dazu, das zu unterstützen oder genau andersrum. Also wir ergänzen uns da quasi, wie man sagt ja schön, PMT auch und das T kommt dann von den Toolvendoren und Prozesse und Methoden dann von uns und dann kriegen wir da auf jeden Fall eine gute Lösung bei raus. Ja, und jetzt gehen wir mal eine andere Perspektive. Typischerweise ist es ja so, wir halten uns ja aus den Toolentscheidungen von Unternehmen ja weitestgehend raus. Also wir können natürlich Benchmarking, haben wir auch schon gemacht, durchführen. Aber meine Erfahrung ist immer, jeder Benchmark, den wir machen, egal was auf 1, 2, 3 ist, es wird nicht so entschieden im Unternehmen, weil dann einfach nochmal ganz andere Ziele mit reinspielen und Kriterien, die Tools sind grundsätzlich ja alle in der Lage und fähig. Ne? Also das darf man ja auch nicht bewerten. Und wir bewerten ja eher so die tägliche Arbeit des Ingenieurs. Das ist nicht unbedingt das Entscheidungskriterium für ein PLM-System alleine, muss man ehrlicherweise mal auch so sagen. Wenn es so wäre, dann wurden viele komische Entscheidungen getroffen. Aber ich glaube, was total spannend ist, ich bin jetzt ein großer, sagen wir mal, ein Automobilzulieferer, kann auch ein OEM sein, aber ein großer Automobilzulieferer und stehe jetzt eigentlich genau an dem Punkt der weiteren Mechatronisierung, was wir anfangs hatten. Ich muss weiter der Digitalisierung im Engineering durchführen, Model-Based Systems Engineering, KI einführen. Wie würde typischerweise eine Zusammenarbeit bei uns ausschauen? Also wie würden wir vorschlagen, da vorzugehen? Um das Tool jetzt, also ein neues Tool einzuführen? Mal noch losgelöst vom Tool und sagen, das Tool steht ja eigentlich am Ende der Entscheidung. Ne? Ja. Weil vielleicht ist es auch das Tool, was schon da ist. Ne? Oder müssen halt Sachen noch ergänzt werden. Aber wie würden so ein typisches, ich sag jetzt mal, Projekt oder ein Vorgehen ausschauen, wie man da vorgeht? Klar, das Vorgehen ist eigentlich immer relativ gleich, obwohl man ja sagen muss, muss immer aufs Unternehmen angepasst werden. Also die groben Schritte, das Abstrakte ist immer gleich. Wir müssen uns erstmal angucken, was ist überhaupt die Anforderung. Wo stehen wir gerade? Was ist gerade Standortbestimmung, sagt man ja auch schon immer ganz schön dazu. Und zu gucken, da sind wir gerade, aber wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir eigentlich wirklich erreichen? Weil die Anforderung ist ja meist nicht, wir wollen ein Tool einführen, sondern da steckt ja ein bisschen mehr dahinter. Ja. Und genau das müssen wir halt erfragen, das müssen wir rauskriegen, mit den entsprechenden Leuten sprechen, auf verschiedener Ebene von den Leuten, wir hatten es schon, mit den IT-Leuten, mit den Leuten, die das dann entsprechend nachher anwenden, aber auch vielleicht mit strategischen Entscheidungen, die dann noch drüber stehen, womit wir konform sein müssen. Also da gehen wir halt vor und analysieren das erstmal, gucken dann, was sind wirklich Anforderungen, was sind Funktionen, die ich wirklich brauche, welche brauche ich auch wieder nicht. Das kann ja auch bei einem Automobilzulieferer ganz anders sein als beim OEM dann selbst. Wie sieht auch vor allem die aktuelle Engineering-IT-Architektur aus? Was passt da vielleicht auch am besten irgendwie rein? Was passt besser zusammen als anderes? Und ja, dann können wir, wie du schon gesagt hast, wir können Vorschläge geben, aber am Endeffekt nachher auch die Umsetzung und so weiter, das muss dann natürlich, oder die Entscheidung, welches Tool am Ende eingeführt wird, das hängt dann von den Unternehmen selbst ab. Wenn man ganz nochmal so vorschaltet und sagt, okay, wir haben natürlich die Ebene des Tools, also der Toolstrukturen und sowas, dann haben wir da vorher eigentlich ganz spannende Fragen, die vorher zu klären sind, ne? Wo man sich das ja auch anguckt. Ne? Die organisatorische Ebene, die Prozessebene, auch die die Architekturebene, die man sich angucken muss. Mit welchen Ebenen beschäftigst du dich eigentlich dann so am Ende des Tages am meisten? Ist es wirklich dann die IT-Ebene oder ist es dann viel doch auch Prozesse oder eben in der Architektur, was total maßgeblich ist, weil es einfach was anderes ist, wenn ich ein Auto entwickle oder halt eine Waschmaschine, hat das massive Einflüsse auf die Prozesse und auch die Organisation, die ich für die Entwicklung bräuchte. Wo siehst du momentan eigentlich so den meisten Handlungsbedarf oder vielleicht jetzt ein aktuelles Projekt, worüber du zumindest sprechen kannst, wo du sagst, da sind wir gerade unterwegs und machen da spannende Dinge? Ja. Wir sind bei mehreren Unternehmen gerade unterwegs und man kann das gar nicht voneinander trennen. Also man kann jetzt gar nicht sagen, wir konzentrieren uns nur auf die IT-Architekturebene. Das funktioniert nämlich nicht. Also wir haben extreme Abhängigkeiten und Interdependenzen zwischen, du hast es eben schon angesprochen, der Produktebene, unter anderem dann die Produktarchitektur, der Systemarchitektur, Prozesse und Methoden. Wir haben die Tools, wir haben die Organisationsstruktur. Und wenn ich da eine Sache ändere, wenn ich einen Dominostein umkippen lasse, dann fallen ganz viele andere. Und das ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Vielleicht, um das ein bisschen abstrakter und an einem Beispiel mal zu erläutern. Wenn ich sage, ich baue jetzt nur noch Elektroautos, dann ändert sich ja offensichtlich was an meinem Produkt. Also meine Architektur ändert sich, mein Produkt an sich ändert sich. Ich brauche aber komplett andere Leute jetzt vielleicht. Ich brauche nicht mehr unbedingt die Leute, die sich mit einem Verbrennungsmotor, mit einem Vergaser, mit allem möglichen, was da drumherum ist, beschäftigen, sondern ich brauche Leute, die sich mit Batterien, mit Elektromotoren auskennen. Ich muss neue Abteilungen, ich muss neue Gruppen schaffen, also Stichwort Organisationsstruktur. Ich brauche neue Prozesse, weil ein
Ein Elektroauto wird zum Beispiel ganz anders getestet als ein Verbrennungsmotor. Oder ich brauche halt komplett andere Tools auch dafür, weil auch da, ich brauche für die neuen Produkte brauche ich was anderes, die sich aber auch wieder in das große ganze Bild einfügen muss. Also von daher, man merkt daran, wenn ich eine Sache anpacke, packe ich automatisch alle anderen Sachen an und ich kann es nicht losgelöst machen, sondern es muss eine große Initiative werden, wie ich das dann ändere. Ja, und das erklärt auch mal, warum das eigentlich immer Projekte sind, die Programme sind, also die laufen, die auch, wenn sie abgeschlossen sind, dann irgendwie doch wieder einen neuen, wie kann man immer besser werden kann im Bereich. Wir haben das ja immer so als Engineering Transformation, als das große Ziel, also wie transformiere ich eigentlich das Engineering, womit wir eigentlich meinen, wir müssen eigentlich besser werden und zwar in einer kontinuierlichen Art und Weise und dann hat man diese Vielfältigkeit. Man kann leider sind die Produkte und die Systeme, die Unternehmer am Markt werden wollen, die werden komplexer und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Zumindest wünscht man sich keine Komplexität, aber man wünscht sich eben zusätzliche Funktionalität. Es kommen neue Themen rein, neue Disziplinen, die ich benötige und das wird auch der Weg sein. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland uns profilieren durch sehr einfache Systeme am Ende des Tages, sondern dass das schon eine gewisse Kunst ist und das bedeutet auch, dass leider in der Konsequenz auch das Engineering an Komplexität gewinnen wird. Und die können wir auch nicht wegzaubern, die können wir nur versuchen, durch Methoden, durch Lösungen, an denen ihr arbeitet, dann beherrschbarer zu machen und da einfach gezielter und schneller durchzukommen. Und mein persönlicher Credo ist immer, da entscheidet sich die Wettbewerbsfähigkeit aktuell. Ne? Gar nicht in vielen anderen Bereichen. Früher war es sehr viel die Produktion. Das ist natürlich immer noch total wichtig und ein wesentlicher Kern, aber ein großer Hebel aktuell im wettbewerblichen Vergleich, das sieht man eben auch im Automobil gerade sehr stark, ist doch in den Prozessen, die da vorliegen im Engineering. Und toll, dass ihr da dann forscht, aber vor allem auch konkrete Lösungen dann versucht mit den Unternehmen umzusetzen. Vielen Dank, Fabian, fürs Gespräch und die Einblicke in deine tägliche Arbeit und das, was du so machst und was du als Herausforderung siehst. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, mal aus erster Hand zu hören, wie komplex Engineering Transformation ist, aber dass es eben auch dafür Lösungen gibt und bei Fabian, bei uns am Institut auf alle Fälle seid ihr gut aufgehoben. Dankeschön.